Mit der Godot Engine 4.6 wird das Erstellen von sogenannten Patch-Exporten oder auch Patch-Packages, die PCK-Dateien neben deiner ausführbaren Datei vom Projekt, verbessert. Neben einer Verschlüsselung und auch Komprimierung gibt es jetzt weitere Einstellungen für das Patching. Doch was genau ist eigentlich Patching? Wie kannst du in der Godot Engine 4.6 Patches für dein Projekt erstellen? Was musst du beachten bei Exporten im Allgemeinen und bei Patches? Und wie kannst du auch über Code in GDScript und in C# selbst Packages erzeugen, speichern und auch zur Laufzeit wieder in dein Projekt hineinladen? Das erkläre ich dir in der heutigen Folge von Godot 4.6 erklärt. Ich bin der 3D Most Wanted und du kannst dem Video gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es dir gefallen sollte. Gerne auch abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und immer auch Fragen und Feedback in die Kommentare schreiben. Und jetzt legen wir los. Den Link zur Godot Engine 4.6 packe ich dir ganz oben in die Videobeschreibung und auch in den angepinnten Kommentar unter diesem Video. Wenn du die Engine heruntergeladen hast, dann können wir sie auch schon starten. Zuerst einmal lege ich hier ein neues Projekt an, um das mal wirklich ganz exemplarisch von Null zu zeigen. In dem Fall einfach hier unten mal auf Create drücken und schon kriegen wir ein brandneues Godot 4.6 C# Projekt erstellt. Wir haben jetzt hier ein leeres Godot Engine Projekt. Wir drücken mal hier oben auf 3D zum Beispiel, haben dann eine neue Szene erstellt, wo eine Node 3D die Wurzel unserer Szene ist und die können wir jetzt entweder über Steuerung S oder hier oben per Rechtsklick speichere Szene, in dem Falle bei uns im Ressourcenordner hier unten links abspeichern. Ich mache hier mal einen neuen Ordner Scenes und in den packen wir hier unsere Node 3D TSCN hinein und wir machen Speichern. Jetzt haben wir hier eine ausführbare Szene und die werden wir noch per Rechtsklick Set as Main Scene, den dritten Eintrag von oben hier, in dem Falle anklicken und zur Hauptszene ernennen. Jetzt wird, immer wenn wir in den Play-Mode gehen, genau diese Szene hier ausgeführt als Einstiegspunkt für unsere Anwendung. Nehmen wir jetzt mal an, wir hätten ein Skript in unserem Projekt. Hier unten links Rechtsklick, Create New Folder, wir nennen den Scripts und da packen wir mal was ganz Simples rein, wie Rechtsklick, Create New, einmal ein Script und wir nehmen mal hier für den Bereich 3D C# einmal für diese Projektvariante, dann wollen wir ableiten vom Character Body 3D, das haben wir hier. Und da wollen wir das Template fürs Basic Movement nehmen und nennen das einfach mal ganz simpel Player3D.cs. Da können wir auf Create drücken und jetzt will die Engine auch direkt das Rider-Projekt öffnen. Und dann lädt die IDE und wir können hier in unserem neuen Game-Projekt auf der linken Seite, wenn es geladen hat, dann eben alle Dateien sehen, plus auch den eingefügten Code vom Template. Ganz simpel. Jetzt haben wir ein erstes Skript, in dem wir auch mit Versionierung nachher Veränderungen machen können. Was ganz Simples. Jetzt erstellen wir noch rasch ein Template in Form einer Packed Scene und das machen wir wie folgt. Wir brauchen erstmal per Rechtsklick Add Child Node hier einen Character Body 3D. Dann können wir dem hier unten rechts im Inspektor das Skript einmal zuweisen, zum Beispiel so. Dann würden wir unten drunter hier eine Collision Shape hinzufügen in Form von einem ganz simplen, nehmen wir mal Kapsel Shape 3D, ungefähr so. Die können wir vom Transform her hier ruhig einen Meter nach oben verschieben und damit wir auch was Sichtbares haben, schnappen wir uns noch hier eine Mesh-Instanz, so zum Beispiel, und der geben wir hier oben ein Kapsel-Mesh und auch das verschieben wir um einen Meter im Transform in Y nach oben. So, soweit so gut. Jetzt haben wir schon mal hier einen ganz simplen Spieler gebaut. Aus diesem Spieler machen wir jetzt per Rechtsklick hier im Szenenbaum eine Packed Scene. Und dafür haben wir hier unten den Eintrag Save Branch as Scene. Den können wir hier nutzen. Und dann lege ich uns mal hier noch einen weiteren neuen Ordner an mit dem Titel Packed-Scenes. Und da packen wir mal eben hier Player-3D TSCN hinein und machen Speichern. So.
Jetzt ist unser Projekt im Grunde ein Icon, ein Skript, eine Hauptszene und eine Packed Scene. Das sind schon mal 4 Dateien, an denen wir jetzt exemplarisch vorgehen können. Jetzt, wo diese Dinge stehen, können wir erstmal mit STRG S speichern und einmal wie rechts gefordert hier mit Alt B den C#-Code neu bauen. Dann ist das Ganze auch aktualisiert und passend. Soweit, so gut. Jetzt wollen wir hingehen und einen ersten Export machen. Wir nehmen mal an, dieser Zustand, den wir gerade hier haben, das ist die Projektversion 0.1. Was würden wir jetzt machen für einen Export? Ganz simpel. Wir gehen oben auf den Editor, dann gibt es die Funktion hier unten Manage Export Templates und wir sind ja in der Godot Engine 4.6. Die müssten wir jetzt erstmal hier herunterladen und installieren. Das wird dann eben von GitHub aus kurz angefragt oder vom Godot Server. Das wird dann hier kurz ein paar Sekunden dauern, bis 1 GB an Daten heruntergeladen ist. Und schon haben wir es. Ihr merkt jetzt hier unten, da haben wir die Current Version. Da oben ist auch der Ordner, wo das Ganze abgelegt wurde. Das Template ist vorhanden. Soweit, so gut. Um jetzt unser Projekt zu exportieren, gehen wir einfach oben links auf Project, dann hier auf Export und hier kriegen wir ein neues Fenster, was zu Beginn komplett leer ist. Das müssen wir jetzt ändern. Zuerst einmal müssen wir auf der linken Seite hier unsere Plattform auswählen. Ich bin jetzt hier auf Windows 11 unterwegs, deswegen bauen wir auch für Windows Desktop. Und dann kriegen wir hier auf der rechten Seite die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten. Und jetzt zuerst mal was ganz Simples. Hier unten bei Application, da haben wir alle typischen Einstellungen, die ihr machen könnt. Ihr könnt der Anwendung eine Icon geben, eine Dateiversion, eine Produktversion, den Firmennamen, den Projekt- oder Produktnamen, eine Beschreibung, Copyright und Trademarks. Das könnt ihr alles hier eintragen oder auch in den Project Settings selbst. Ansonsten haben wir hier oben beim Binary-Format einen interessanten Haken und zwar hier Embed PCK. Wenn ihr den macht, werden die gesamten Projektressourcen mit in die Executable mit integriert. Das heißt quasi, wir haben nicht getrennt die PCK-Datei neben der Exe liegen, sondern das ist alles in der gleichen Datei drin. Das werden wir mal hier nicht aktivieren. Wir lassen das mal wirklich so, wie es ist, gehen hier unten auf Export Project und jetzt habe ich schon eben hier einen neuen Ordner angelegt, einfach mal Exports/Windows und hier packen wir mal unser neues Game Project X rein, ruhig mit Debug-Einstellungen zum Gucken, ob alles passt. Wir klicken hier auf Speichern und jetzt beginnt die Godot Engine den Befehl .NET Publish in der Konsole auszuführen und ihr seht hier in dem Ordner selbst, das Ganze wird gerade noch gebaut und wenn es fertig ist, liegen genau diese 4 Dateien in eurem Projekt Build-Ordner. Wir haben einmal hier die PCK-Datei, da sind jetzt alle Ressourcen drin, die ihr hier unten links sehen könnt, also eben unsere Packed Scene Player 3D, unsere Node, unser Player Script. Die Export-Presets werden im Grunde ignored, aber hier die Icon SVG ist da auch mit drin. Und wenn wir jetzt hier entweder die Konsolenversion starten oder unser Projekt selbst, dann werden die Ressourcen daraus mit in den Arbeitsspeicher geladen und die Welt und das Projekt werden aufgebaut. Wir sehen genau das gleiche wie eben hier beim Testen in der Godot Engine selbst. Das ist also der erste Build, den ihr von eurem Projekt immer macht. Jetzt habt ihr ja gesehen, wie der erste Build über Export Project aufgebaut ist. Machen wir jetzt mal nur den zweiten Weg, Export PCK oder ZIP. Export the project resources as a PCK or zip packages. This is not a playable build, only the project data without a Godot executable. Das heißt, im Grunde wird genau das gemacht, was wir gerade eben gesehen haben. Also der Button links Export Project macht das, was dieser Button hier machen würde und er erstellt euch noch eine ausführbare Datei, dass ihr das Ganze starten könnt, auch mit C# in dem Falle. Und der rechte Button hier, der würde uns jetzt hier nur eine PCK erstellen. Machen wir mal hier New Game Project 0.1.pck als Datei
Und das hier ist Export with Debug. Wir könnten hier noch als Patch exporten. Machen wir mal so und speichern. So, jetzt liegt in dem Ordner hier diese neue Datei. Wenn wir mal kurz gucken hier unten, die ist 8,29 Kilobyte groß, die andere hier genauso, also die haben beide die identische Größe. Jetzt wollen wir mal einen Patch für unser Game machen. Wie machen wir das? Ganz simpel, wir ändern irgendwelche Dinge. Zum Beispiel, die Player 3D Pack Scene hier, die erhält noch eine Kamera, dass wir mal irgendwas in der Welt überhaupt sehen können. Camera 3D, fügen wir hinzu. Die packen wir mal hier hinter den Spieler, einfach mal so ein bisschen nach oben, so grob dorthin. Wir drehen mal hier das ein bisschen nach unten, ungefähr so. Dann, das können wir speichern. In der Node 3D fügen wir noch auf dem Boden hier eine Mesh-Instanz hinzu, unter anderem, bei der wir einfach mal einen Weltboden sehen möchten, hier in Form eines Plane Meshes. Das kann man ruhig Größe 20 mal 20 Meter haben zum Beispiel. Und damit wir auch nicht durch die Welt durchfallen, machen wir noch einen Static Body hier zum Beispiel. Dem geben wir noch eine Collision Shape unter anderem. Und dort packen wir jetzt mal hier eine World Boundary Shape rein, dass man quasi nicht durch den Boden durchfallen kann. So, jetzt haben wir zumindest schon mal unsere normale Szene hier unten und dieses Player 3D haben wir geändert. Jetzt machen wir noch eine ganz simple Änderung am Player Script. Und zwar werden wir mal hier oben die Speed-Variable von 5 auf 8 erhöhen zum Beispiel. Und jetzt haben wir 3 von 4 Dateien geändert. Das Icon SVG hier unten ist das einzige, was jetzt nicht berührt wurde. Die anderen 3 hier oben, die wurden angepasst. Jetzt wollen wir unsere geänderten Dinge exportieren. Wie machen wir das als Patch? Ganz simpel. Wir gehen erstmal oben links auf Project, dann hier auf Export und hier nehmen wir uns jetzt den Reiter Patching vor, wo wir gerade eben drin waren. Hier unten können wir Kompression, Größenverringerung und Co. einstellen und wir haben jetzt ja hier unser Base Pack, was wir einmal adden müssen mit dem Button hier unten und hier oben ist dieses neue 4.6 Feature Enable Delta Encoding. If checked, any change to a file already present in the base packs will be exported as the difference between the old file and the new file. Enabling this comes at the cost of longer export times as well as longer load times for patched resources. Das ist der entscheidende Knackpunkt. Wenn wir das hier aktivieren, dann werden nur noch die Differenzen mit in die PCK übernommen, die wir jetzt bauen werden und nicht mehr einfach alle Dateien. Jetzt machen wir mal genau das. Wir haben hier unten Basepack 0.1 und mit unseren geänderten Objekten hier unten, den 3 Stück, machen wir jetzt die Version 0.2. Wir gehen hier unten auf Export Package oder ZIP, gehen hier einmal drauf und nennen das Ganze jetzt New Game Project 0.2 PCK. Wir wollen das Ganze auch als Patch exportieren und jetzt wird durch den aktivierten Haken im Hintergrund erst einmal die Differenz zwischen allen Dateien, die wir haben, geprüft und nur die Differenz wird in der PCK-Datei auftauchen. Wir machen hier Speichern und das könnte jetzt eventuell kurz länger dauern. Bei 4 Dateien ist es kein großer Aufwand, aber diese Differenz wird jetzt in die PCK gepackt und ihr seht hier, wir haben ja die erste Datei mit Größe 8,29 Kilobyte und die zweite da hinten mit gerade mal 868 Bytes, die geändert wurden. Das ist die Differenz jetzt zwischen der Version, die wir gerade im Projekt haben und der ersten PCK-Version. Wir machen mal das gleiche, jetzt ohne den Haken Delta Encoding und gucken mal, ob sich hier irgendwas ändert. Export Package ZIP und machen mal hinten dran unterstrich No Delta und speichern das mal eben ab. Dann haben wir das hier und jetzt können wir mal vergleichen, wie es sich hier verhalten hat. Also,
Wir haben jetzt einmal hier 8,29 für 0.1, dann haben wir 868 Bytes für die 0.2 und ohne Delta Encoding sind wir bei 2,97 Kilobyte. Das heißt, das hier ist die Differenz zu dem hier und man kann erwarten, wenn wir jetzt einen weiteren Build unseres Projects machen, dann müssten wir auf rund 9 Kilobyte rauskommen. Stellen wir das mal auf die Probe. Wir machen jetzt hier unten Export Project ein zweites Mal, machen den Dateinamen genau gleich wie das alte Projekt, überschreiben das mal ganz bewusst hier, ja, und wir beobachten im Ordner, was passiert. Ihr seht, hier wird gerade erstmal das Projekt erstellt, das dauert einen kleinen Moment. Die Engine braucht kurz, die baut gerade das Ganze zusammen. Und jetzt haben wir hier unsere New Game Project PCK. Und guck mal, wir sind auf 9 Kilobyte. Wenn wir jetzt mal hier unter Eigenschaften schauen, bin ich gespannt. Wir haben 9216 Bytes hier gesamt drin. Wir machen mal die 0.1er auf. Das waren in dem Falle 8496 und die 0.2 daneben. Das waren 868, das heißt, wenn wir die mal vergleichen und nebeneinander legen, ungefähr so, dass ihr es mal sehen könnt, dann sind wir jetzt hier, 9216 ist die Summe, 8400 plus, also es sind eher 8500 kann man sagen, plus 870 rund. Ja, es kommt von der Größe her hin, also vielleicht um 100 abweichend, aber ihr seht in jedem Falle, Delta Encoding ist genau die Differenz aus diesen beiden Builds. Das passt schon ziemlich genau. Und das müsst ihr halt beachten, wenn ihr jetzt Spiele baut. Ihr könnt sagen, ihr wollt alles neu bauen und in eine PCK verpacken. Oder ihr nehmt nur das, was wirklich der Unterschied ist und nutzt dann hier oben den Haken Delta Encoding. Das ist ein sehr interessantes Verfahren, mit dem ihr massiv Platz sparen könnt und im Grunde wie bei GitHub in der Versionierung nur die Änderung an Dateien seht. Jetzt hast du gesehen, wie du ausführbare Builds machen kannst, sowohl normale Packages als auch Patch-Packages. Aber es gibt noch eine Sache, die wir unbedingt kurz beleuchten sollten. Ihr habt die Möglichkeit, eure Packages auch zu verschlüsseln. Wenn wir nochmal hier oben auf Projekt Export gehen, gibt es hier den Reiter Encryption, also eben Verschlüsselung auf Deutsch gesagt. Und wenn ihr jetzt hier den Haken aktiviert für das Package verschlüsseln und auch den Index, also Dateinamen und Info, dann könnt ihr hier unten entsprechende Einstellungen treffen, um beispielsweise Dateien wirklich vor Script-Kiddies oder Moddern zu verstecken. Das würde ich jetzt persönlich nicht machen wollen, weil die meisten Projekte sind halt auch so gebaut, dass man sie eigentlich sehr gut modden kann in Godot, aber rein theoretisch, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel hier anhand der Godot-Doku durch die 4 Schritte durcharbeiten würdet, mit OpenSSL hier einen Key erstellen, dann habt ihr einen Key hier unten offen, dann würdet ihr euch den schnappen und den einfach dort in das Feld eintragen für den Encryption Key hier unten. Dann werden eure Dateien schon verschlüsselt. Das ist ganz einfach. Falls ihr euch fragt, warum man das macht, ganz simpel. Alle Ressourcen in eurer PCK liegen genauso da drin, wie wenn ihr sie hier im Editor habt. Und das beste Beispiel hier sind Ressourcen und Skripte. Ihr seht, TSCN heißt Text-Szene, also in dem Falle eine Szene beschrieben durch Text. Ganz simpel wie eine INI-Datei. Und wenn wir jetzt hingehen und diese Datei hier per Rechtsklick Show in File Manager uns angucken, dann finden wir ja hier unsere Player 3D TSCN. Wenn wir die wiederum per Rechtsklick anwählen und dann im Editor bearbeiten, dann seht ihr genau, was da drin steht, nämlich all die Informationen über die verschiedenen Nodes im Szenenbaum und auch welche externen Ressourcen wie eben Skripte, Capsule Mesh und auch Capsule Shape werden hier referenziert mit welchen IDs. Das sind all die Sachen, die nachher auch in der PCK drin sind. Wie gesagt, wenn es kleine Projekte sind,
müsst ihr euch keinen Kopf drum machen. Falls ihr aber irgendwelche Daten da drin habt, die wirklich nicht für die Öffentlichkeit sind, dann ist es sehr empfehlenswert, hier Packages zu verschlüsseln. Denn dann wird das hier nicht mehr wiedererkennbar und nicht lesbar. Und jetzt zum Abschluss die große Frage: Wie kannst du selbst Packages erstellen, speichern und auch laden? Wir machen im Grunde jetzt genau das Backend zu dem, was wir gerade eben in der Benutzeroberfläche gesehen haben, mit normalen Exports, Delta Encoding und Verschlüsselung. Und dafür beginnen wir erstmal in der Sprache C#, danach machen wir GDScript. In C# habe ich ein neues Skript angelegt namens Package_test_node und wir leiten hier von der Node-Klasse ab. Falls du das Ganze nachmachen möchtest, den Code kannst du hier sehr simpel abschreiben. Es sind im Grunde nur 4 oder 5 Methoden bzw. Funktionen, die du brauchst. Zuallererst einmal musst du eine Instanz erstellen des PCK-Packers oder ausgesprochen des Package-Packers. Das ist im Grunde die Instanz, die sich darum kümmert, eine Package-Datei aufzubauen. Dann gibst du als allererstes die Package-Start-Methode an und der musst du klar sagen, wie soll das Package denn heißen. Das kann Test-Package sein, vielleicht auch DLC 1, DLC 2, Patch 3.5. Da kannst du einen sinnvollen Namen auswählen. Diese Methode hat insgesamt 4 Parameter. Wie gerade eben schon in der Oberfläche gezeigt, kannst du nämlich auch hier direkt einen Verschlüsselungskey angeben und auch sagen, ob die Ordnerinformationen darin auch verschlüsselt werden sollen. Also, falls du es mit Sicherheit machen möchtest, einfach das hier austauschen gegen den entsprechenden AES-Schlüssel. Und dann ist die Frage, was genau möchtest du machen? Wir haben ja eben kennengelernt, es gibt Patch-Builds und eben auch Delta Encoding. Wenn du jetzt das Beispiel hast, dass eine Package-Datei wie Version 0.2 Dateien, die bereits in der 0.1 Package geladen wurden, auch ersetzt, zum Beispiel eben den Player aktualisieren, das neuere Skript hinzufügen, dann brauchst du eine Kombination dieser beiden Methoden. Add File Removal sagt aus, wenn das Godot-Projekt diese Package-Datei lädt, dann entlade erstmal die Ressource an dem folgenden Ressourcenpfad. Also das Icon SVG wird erstmal entladen. Und dann hier unten Add-File wiederum sagt, aus unserem jetzt Stand von dem aktuellen Projekt, wo wir gerade bearbeiten, aus dem aktuellen Projekt am Quellpfad res-icon SVG packe diese Datei hier in das neu gemachte Package unter dem folgenden Zielpfad. Also res-icon SVG wird ins Package gepackt als res-icon SVG und wenn die Engine das Ganze dann lädt, dann wird dieser Ressourcenpfad, der oben steht, beim Target Path eben auch der sein, wo man diese Ressource findet. Optional hat die Add-File-Methode auch einen dritten Parameter, ob die Datei verschlüsselt werden soll oder eben nicht. Das könnt ihr hier für jede Datei individuell bestimmen. Wenn ihr dann wirklich alle Konfigurationen getroffen habt und ihr habt alle Dateien entsprechend mit Befehlen ausgestattet, was entladen werden soll, was geladen werden soll, dann könnt ihr hier unten die Flush-Methode aufrufen. Denn mit Flush wird dann wirklich das Package gebaut, alle Dateiinformationen werden da reingepackt, entsprechend auch mit dem Schlüssel hier oben verschlüsselt gegebenenfalls und dann wird eure Test-PCK bei euch auf der Festplatte abgelegt. Ganz simpel. Jetzt gibt es ja diese Stelle, um das Ganze zu erstellen. Aber der umgekehrte Weg ist viel kürzer und viel einfacher. Und zwar ist das Laden von einer Package-Datei über die Project Settings gemanagt. Wir sagen hier Load Resource Pack, das ist die Methode dafür. Und dann könnt ihr hier eben den Namen eures Packages angeben. Zum Beispiel, wir haben eine Modding Package,
DLC 1, DLC 2, DLC 3, ihr habt Patch 0.1, 0.2 und da merkt ihr auch schon, in welche Richtung das gehen kann. Also diese Konstruktion von Packages erlaubt euch, Anwendungen zu schreiben mit Modding, mit DLC-Inhalten, mit Bugfixes, Ergänzungen, Community-Patches. Da ist sehr vieles möglich. Und auch die Load Resource Pack Methode hat 3 Parameter, wie ihr sehen könnt. Nur den ersten müsst ihr angeben. Die anderen beiden, ob Dateien ersetzen soll, das ist immer standardmäßig auf True gesetzt. Und ab welchem Offset wir beginnen sollen, auch das ist immer angegeben. Also das sind die 5 Methoden, die ihr euch merken müsst. Package Start, Add File Removal, Add File, Flushen und Load Resource Pack. Damit könnt ihr die Logik aufbauen für das Verwalten von Patches und Modding-Paketen für alles Mögliche. Und jetzt eine Sache noch dazu, eben die andere Seite GDScript, das ist genau das gleiche in grün, nur halt die Methoden werden mit Unterstrich geschrieben. Wir haben hier unseren PCK-Packer, neue Instanz erstellen, dann haben wir die PCK-Start-Methode hier, genau das gleiche mit Add File Removal, Add File, Flush, das ist genau wie gerade eben erklärt und beim Laden hier haben wir Project Settings, Load Resource Pack. Die Parameter heißen alle gleich, die Werte sind identisch, da ist nichts verschieden. Das könnt ihr 1:1 so anwenden. Und damit beenden wir auch das heutige Video. Jetzt habt ihr selbst den Code gesehen, wie das Ganze funktioniert, die Logik erklärt bekommen, die Möglichkeiten im Editor selbst gesehen, mit Verschlüsselung oder ohne, als Patch oder normal oder eben als ausführbare Anwendung für euer Spiel, zum Beispiel für eine Game Jam oder eben als Browser-Game einfach auf itch.io zum Beispiel hochladen zu können. Das ist alles, was ihr über das Exportieren von Projekten wissen musst. Hat dir das Video geholfen? Schreib's mir gerne mal in die Kommentare. Hast du Fragen zu bestimmten Stellen? Auch das gerne kommentieren. Ansonsten gerne Feedback da lassen, wenn es dir gefallen hat, auch einen Daumen nach oben geben und abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bye bye!